Super. Ja. Schauen wir mal. Angekommen in Neustadt. Jetzt haben wir einen riesen Einräumchaos schon gemacht. Jetzt gerade noch vom letzten Regenschauer alles eingeräumt. Und jetzt sind wir gerade am Verräumen und finden riesen Stauplätze. Wir waschen gerade schon einmal das ganze Geschirr, was wir haben, verräumen das. Und das sind wir jetzt gerade noch einmal vorm Schlafengehen dabei, mal das ganze Boot einzurichten. Und Kaffee auch machbar. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste für hier für das Wohlgefühl am Morgen. Für Haben wir sogar eine Kaffeemaschine bessere Hälfte. Ja. Toll. Also wir hätten es jetzt wahrscheinlich nicht so gemacht, aber es ist eine kleine Maschine, die auch dank Inverter eben auf hoher See funktioniert am Ankerplatz und sonst wo. Also die ist schon ganz nett, so einen leckeren Kaffee morgen. Genau an dem Tag wollten wir noch einmal das Boot übernehmen und auch noch taufen. Aber davor hatten wir noch ein paar Jobs am Boot zu erledigen. Einmal das ganze Boot durchschauen und dann noch die Rettungswesten abholen. Das haben wir dann bei doch regnerischem Wetter noch gemacht. Boot wird zerlegt, oder? Ja, Boot wird zerlegt. Das wird Ja, hat alles, Organisiert, zerlegt, dass wir das alles in einem Wochenende Ja, es hat alles- bekommen. es hat alles doppelt und dreifach hier Da auf hier dem zum Boot. Beispiel sind Wie vierte ist das jetzt die Anode? Oh, das dritte, glaube ich, sind so Zinkanoden. Dass bei der Elektrolyse eben erst die Zinkanode drauf geht und nicht die Bordelektrik. Dann sind auch so Schäkel und Umfallen und alles total voll die Schätze hier drin. Echt schöne Sachen. Sowas macht natürlich auch richtig Spaß. Cool. Schlauchstellen zum Beispiel. Ah, genial. Eben wir gucken das erste Mal ehrlich gesagt auch richtig das Boot durch, was tierisch Spaß macht, und wir entdecken einen phänomenalen Stauraum nach dem anderen auf diesem 31 Fuß. Das da ist jetzt ein riesen schöner Stauraum, den man so an der Stelle überhaupt nicht vermutet hätte. Unter diesem kleinen Sitz geht es genauso weiter mit Stauraum, und auch selbst in der Mittelkabine hat es neben dem Batterieblock einen riesen schönen Stauraum. Unglaublich, also es ist wirklich toll. Ja, das Bückstarruder, auch total toll verbaut und natürlich auch ziemlich überdimensioniert für die kleine Yacht, aber ist natürlich prima, kann man wohl auch ein bisschen länger drauf rumdrücken oder eben benutzen als bei einer anderen Yacht, wobei eben Ziel von uns und über all die Jahre beim Segeln ist ja, das Bugstallruder überhaupt nicht zu benutzen, sondern halt als reinen Backup-Mechanismus, wenn doch mal irgendwas beim Hafenmanöver nicht so richtig gelingt. Jetzt gehen wir Rettungswesten kaufen, weil unsere vom Bodensee, die hatten einfach nicht genug Auftrieb, die haben wir mit der Bente mit weitergegeben und jetzt hier welche bestellt. Und wer hat es spendiert? Opa, danke. Der Opa. Okay, bereit? Ja, Dann, let's go! let's go. So, die Vergabe. Genau, Rettungswestenvergabe. Ja, und Ja. langsam wird's Boot. Ja, wir haben extra gedacht, wenn wir schon in Neustadt jetzt die Heimatmarine haben, dann kaufen wir auch einen lokalen Marina-Shop ein. Haben deswegen so ein ganz netter Kontakt, haben die Sachen bestellt am Telefon, und jetzt hat der Hafenmeister die bei sich heute am Samstag schon zurückgelegt für uns und haben wir sie geholt, weil wir eben nicht online und so kaufen Außen wollten, stürmt sondern wieder. Ja, Steve Klaus ist da. Ein bisschen der Running Gag. Wir sind ja meistens da, wenn eben Tiefdruckgebiete über uns durchziehen, und das heute heißt lustigerweise auch noch, passend zu meinem Geburtstag morgen, auch noch das Sturmtief Klaus. Jetzt schau mal, aber es soll für die Taufe aufhören zu regnen, wa? Ja. Regelung auf. Und schwuppsdiwupps, hier sind wir im Motorraum. Okay, schon sind wir im Motorraum. Die Bilge ist total toll, trocken. Richtig schön trocken.
Da sind auch noch PS haben wir. 40 PS haben wir, genau. 31 Fuß kommt. 31 Fuß, total gut. Ein üblicher Volvo Penta mit einem Sail Drive. Hier ist noch ein CO2 Feuerlöscher, typisch für den Motorraum, ja nicht woanders verwenden. Und dann ein Motorblock, der richtig gut ausschaut. Die üblichen Zeichen nach 9 Jahren, würde ich mal sagen. Keilriemen ist auch okay, Spannung ist gut. Da ist noch, Bisschen wenig. da ist ein bisschen wenig, ja? Das ist minimal unterschritten. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch was nachfüllen. Schreibst du einmal auf, David? Kühlwasserkreislauf. Da unten ist ein bisschen Abflasche von Kondenswasser. Da hinten ist der Ölstand. Da muss man sagen, gibt es natürlich schon noch einen Ticken geilere Plätze, um den Ölmessstab rauszuholen. Aber jetzt wollen wir mal nicht so streng sein. Aber ansonsten wahnsinnig gut aufgeräumt, total gut gedämmt. Und ich denke, unter 80 kann man da noch hin. Drüber weiß ich nicht. Perfekt, genau auf kurz vor der zweiten Linie, sehr schön. Jetzt kommen noch die Backskisten. Ja, jetzt kommt endlich Backskisten, mein Ah, Lieblingsplatz. das ist übel dunkel. Oh, genau, Backskisten sind dran. Die Backskisten hier entsprechen ungefähr einer, würde ich sagen, der Garage von einem normalen Einfamilienhaus. Nee, aber die sind echt groß. Wir schauen mal, ob wir zu dritt reinkommen in eine Ja, zu Backskiste. dritt. Ja, genau, zu dritt. Ja. Also es ist wirklich jetzt kein Witz, wir sind auf unserer 310 DS und 31 Fuß. Schade, nee, kann nicht 310. Aber 31 Fuß. Wir sind zu dritt in der wir sind scheiß Backskiste. In der Backskiste. Und in der Backskiste sind noch nicht nur wir, sondern in der Backskiste sind all die Dinge genauso verbaut, wie man es braucht. Hier ist der Seewasserfilter. Da unten mega zugänglich, von oben kannst du schon reingucken, hier ist der Dieselfilter. Da ist noch eine Steckdose, wenn wir hier unseren Torpedo Außenborder laden können, während er am Landstrom hängt und übrigens auch unterwegs, weil er nicht so viel Ampere zieht und wir haben hier einen Inverter. Da oben sind ein paar FI-Sicherungen. Dann haben wir alles schön isoliert hier von den ganzen Schläuchen. Hier ist die Heizung, das ist eine Wallersheizung. Eine Wallersheizung ist eben tatsächlich für den Schiffsbau üblich und eben keine Autostandheizung. Die sind sparsamer im Verbrauch und müffeln von außen nicht so und sind nicht so laut, sind allerdings auch deutlich schwächer auf der Brust. Hier oben ist das Abgasrohr von der Wallers und da sind dann die isolierten Heizschläuche, die vorne ins Vorschiff eben führen. Hier ist der große Dieseltank mit einer Inspektionsluke, die sich gewaschen hat. Da kann auch einer quasi reinsteigen, wenn man nachgucken muss. Und da ist eben der Absperrhahn und natürlich auch dann noch das Messinstrument, wie viel drin ist. Da drüben hat dieses Boot genialerweise ein Kombigerät aus Ladegerät und Inverter. Da können wir eben sowohl laden als auch, wenn wir unterwegs sind, umwandeln auf Netzstrom. Das ist ziemlich cool. Wir haben eine Batteriebank mit so um die 300 Ampere-Stunden. Ja, und alles halt total gut aufgeräumt. Und dann hinterm Simon ist dann noch diese Backskiste unterteilt. Wie viele Backskisten unterteilt. Hier mit so einem Teil, wo man noch so die Leinen aufhängen kann. Und obenrum kann man dann Kisten stapeln für so Kleinzeug. Mega cool. Und jetzt kommt noch was Cooleres. Ich bin jetzt auch. Jetzt mal hinten. 1,88, also es geht schon, gell? Richtig, 1,88 passt hier immer noch ganz locker rein. Und wenn man einen Hund hat, kann der hier pennen. Da ist noch der Zugang zum Motor. Wir haben ja vorher schon mal den Motor gezeigt. Und hier ist es mal richtig genial. Da kommst du so genial an Sail Drive ran, an den Motor selber. Ach, unfassbar. Cool. Sail Drive. Kannst sehen, ob er sappert, wie er es gerade tut. Und dann hier hinten ist auch mega organisiert. Da hinten ist der Boiler drin. Gehen wir es mal weiter an David. David, kannst du mal leuchten und dann hinten diesen unglaublichen Ruderquadranten zeigen? Okay, also hier ist unser Ruderquadrant. Und der ist auch, also der ist extrem massiv und sehr groß. Heißt, hier sind zwei Kolben zum Beispiel. Und hier unten geht dann die große Stange vom Ruder runter. Hier ist so eine, ich glaube, es ist eine Neoprenschicht. Und dann ist es hier unten in den Rumpf rein. Und das ist wirklich sehr stabil. Und natürlich auch nach unserer Nauticat-Reise mit der hydraulischen Steuerung ist das natürlich ein sagenhafter Anblick. Und schau mal, was da hinten ist noch. Eine Außendusche. Mit warmem Wasser, was für ein Luxus, mega. Wie durch ein kleines Wunder hat es dann auch perfekt zur Taufe aufgehört zu regnen und wir konnten wirklich bei schönstem Sonnenschein das Boot dann auch einmal mit unseren Gästen taufen.
So, also wir machen es kurz. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute da seid. Wir hätten natürlich wegen Corona oder ohne Corona noch deutlich mehr Leute, aber es ist super, dass es so ein zusammengewürfelter Haufen ist. Unser Boot heißt Someday, weil das ein kleines Versprechen an uns eigentlich ist und das Versprechen eben Someday heißt ja das Versprechen eines Tages richtig auf Reise, auf große Fahrt zu gehen, aber dieses Versprechen in kleinen Versprechen haben wir schon längst eingeholt. Und wir freuen uns auch ganz besonders, dass das Boot von dir, Daniel, kommt und deiner Familie. Jetzt würden wir es gerne taufen und natürlich die jüngste und schönste von uns würde das machen. Yay! Und wir haben natürlich als Familiencrew uns einen Kindersekt dafür ausgedacht, den hole ich mal. Also es ist quasi eine Also es ist kein unalkoholischer Kindersekt, Erwachsenensekt. sondern es ist ein Prosecco. Kindersekt hört sich Aber mal es so ist blöd an. Prosecco. Sehr schön. Ich nehme ab. Das ist ja nicht unser Boot. Aber wie gut. Juhu! Jetzt laufen wir zum Buch, oder? Hilft dir? Ja, absolut. Sag's einmal. Ja, das ist okay. Möge er die Wellen klein halten und dir das nahe Ufer zeigen. Möge Gott dein Leuchtturm sein und dein Anker. So segne uns und die Someday und alle, die mit ihr mitfahren. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und dann haben wir noch von Matthias und Beate von der Marbella einen Kuchen bekommen, die extra an diesem Wochenende für uns hergefahren sind, um bei der Taufe dabei sein zu können. Die haben übrigens auch noch einen Blog, der ist unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Darf ich den auch noch aufmachen? Also jetzt auch nochmal danke, war wirklich schön. Nach der Taufe haben wir noch beschlossen, das Wetterfenster zu nutzen und das Boot einmal Probe zu segeln. Ja. Und was machst du so fix? Weil letztes Jahr Weil wir dann doch gemerkt haben, dass es ein bisschen zugezogen hat, sind wir wieder zurück in den Hafen gesegelt. Noch bevor es dann losgeht, haben wir zumindest versucht. Ja, heute. Eingelaufen sind wir dann aber eher wieder unter typischem Sailing Someday Wetter mit Hagelschauer. Hattest du schon oft Hagel, so beim Segeln? Also 1 von 10 Jahren hat Wind Tut und mir die leid, muss anderen, jetzt sein. und die anderen sind. 2 Monate Das vor ganze Eis. Ja, aber wir waren jetzt die letzten Jahre immer richtig spät. Am nächsten Tag haben wir dann noch einmal Papas Geburtstag gefeiert und Geschenke ausgepackt.
dass es dann keine Beim Effekte nächsten mehr Mal werden wir dann aber noch ein paar kleinere Arbeiten am Boot zu Ende bringen, bevor wir dann den ersten richtigen kleinen Turn voraussichtlich nach Lübeck mit unserer neuen Someday fahren werden. Darauf freuen wir uns ganz besonders und freuen uns auch, wenn es dann wieder mit den Videos weitergeht und ihr wieder zuschaut. Also für dieses Mal, ciao.